Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 15 Reverie. Seine Sicht. Das hast du ja wieder toll hinbekommen, knurrt Penguin, kaum ist die Kleine auf und davon. Während Penguin erst einmal das Bedürfnis verspürt, seinen Kapitän zur Sau zu machen, da der Arzt einen neuen Nakama zum Weinen brachte, ist Sashi besorgt. Sashi sieht die Langhaarige weiterhin als eine Art kleine Schwester, womit auch der große Bruder Beschützerinstinkt mit einbegriffen ist. »Wir müssen sie suchen«, unterbricht dieser die Standpauke des Navigators. Als hätte Penguin das Mädchen vergessen, blinzelt er verwirrt, bevor er sich suchend in alle Richtungen dreht. »Scheiße, was meinst du, wo die Kleine hin ist?« »Wieso hat sie geweint?« Law geht, seinen Gedanken nachhängt, Richtung Death mit den Worten, »Wir gehen zurück.« »Aber Captain!« schreit Sashi ihm entsetzt nach. Law sieht nicht mehr zurück, geht stur Richtung U-Boot. Sashi und Penguin sehen bedrückt in die entgegengesetzte Richtung, in der das Mädchen ohne Namen verschwunden ist. Widerwillig folgen die beiden dem Arzt. Nach einiger Zeit, am gewünschten Ort angekommen, ruft Law seinen Vize zu sich. Der Koch und der Navigator haben stetig Zeit geschindet, haben Law auf Dinge in Geschäften hingewiesen oder sind extra langsam gegangen, um der Kleinen noch die Möglichkeit zu geben, sie einzuholen. Deswegen ist Law nun, beinahe eine Stunde später, verdammt angepisst, musste er wegen ihr ewig durch die Weltgeschichte laufen. Mit Tränen in den Augen stellen sich der Navigator und der Koch hinter den Arzt. Ob sie zurechtkommt? Nuscheln sie leise wie aus einem Munde und sehen erneut sehnsüchtig zum Festland zurück. Mürrisch mustert Law den gut gelaunten Mink. Ist sie hier? Verwirrt beäugt der Bär den Tätowierten, das freudige Strahlen der Kleinen im Kopf. Ja, sie wollte in die Küche, nuschelt der Bär schnell, als Trafalgar ungeduldig mit dem Fuß auftritt. Sashi, der das Gespräch mitbekommen hat, sprintet keine Sekunde zögernd zum besagten Raum. Law stiert einen Moment lang die zugefallene Tür an. Jetzt ebenfalls nach ihr zu sehen ist unnötig und würde bei der Crew nur Fragen aufwerfen. Beppo, falls du die Göre noch einmal siehst, sag ihr, sie soll mich aufsuchen. Gibt Law gereizt den Befehl, wendet sich dann von seinem Vize ab und stampft schlecht gelaunt zur Tür. Was ist denn passiert? Erkundigt sich der, nun doch neugierige Bär leise beim Navigator. Er hat die neue Nakama zum Weinen gebracht, knurrt Penguin mit einem anschuldigenden Ton. Law sieht ihn mit einem vernichtenden Blick an, bevor er seiner Arbeit als Arzt und Kapitän nachgeht und durch die geöffnete Tür schreitet. Ihre Sicht. Nach einer Weile, die ich mit Sortieren verbracht habe, wird plötzlich lautstark die Tür aufgestoßen. Erschrocken zucke ich zusammen und sitze einen Wimpernschlag später unter dem mir allseits bekannten Tisch. Ich vernehme ein mir ebenfalls bekanntes Lachen und beuge mich mit Tränen in den Augen ein Stück vor. Meine Vermutung bestätigt sich und ich krieche wieder hervor. Nicht ohne erneut Bekanntschaft mit der Tischkante zu machen. »Sashi, erschreck mich doch nicht so«, blaffe ich ihn gespielt sauer an und blase beleidigt die Wangen auf. Erneut lacht er auf, bevor er mich schlagartig todernst mustert und ich automatisch hart schlucke und mehrere Schritte zurückweiche. Ist er sauer?« Eingeschüchtert weiche ich seinem Blick aus. Was ist passiert? So ernst kenne ich ihn nicht, doch die Verwirrtheit siegt über die Furcht. Hä? Kommt auch prompt meine geistreiche Antwort. Ich folge seinem Blick und bemerke erst jetzt meine immer noch blutüberströmten Hände. Oh, habe ich ganz vergessen, stelle ich verdutzt fest. Weißt du etwa nicht, wieso du verletzt bist? Kommt es ungläubig von meinem Gegenüber. Mein Gesicht muss ihm sicherlich verraten haben, dass ich überrascht bin. Schnell neutralisiere ich meine Mimik und sehe auf. Naja, druckse ich rum, während ich mit einem Fuß über den Boden schabe. Sashi sieht mich skeptisch und auffordernd an. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Schließe ich ab, kratze mich beschämt an der Wange und weiche seinen Blick aus. Er lacht laut auf, bevor er auf mich zukommt und vorsichtig meine Hände in seine nimmt. Ich habe meine Wut an einem armen Baum ausgelassen, erkläre ich ihm meine Verletzungen schnell, als ich seinen besorgten Blick bemerke. Du machst Sachen, seufzt er. Immer wieder finde ich dich mit neuen Verletzungen vor. Ich senke betrübt meinen Kopf und entschuldige mich bei ihm. Schon wieder mache ich nichts als Ärger. Er winkt lachend ab und sieht sich die Küche an. Was ist denn hier passiert? Fragt er mit hochgezogener Augenbraue. Ich habe angefangen, Sachen für Rezepte rauszusuchen. Da ja heute Abend ein Fest ist, antworte ich ihm mit unvermeidbarer Unsicherheit in der Stimme, etwas falsch gemacht zu haben. Er nickt verstehend. Gut gemacht. Dann geh du deine Hände verarzten und dann hilfst du mir zu zaubern, grinst er mir entgegen. Ich atme erleichtert aus und nicke schließlich. Nicht sauer, ein Glück. Aber ja,
Was er kocht, grenzt wirklich an Zauberei. Bis gleich, Sashi-kun. Verabschiede ich mich schnell und begebe mich dann zu der Kajüte von Trafalgar. Umso näher ich seiner Kajüte komme, umso klebriger wird mein Körper. Hab keine Angst. Du bist stark. Motiviere ich mich selbst, ohne meinen Worten Glauben zu schenken, und bleibe schließlich mit rasendem Herzen vor der Tür stehen. Zögerlich klopfe ich an und trete schließlich ein. Als ich ihn dort so ruhig und desinteressiert arbeiten sehe, ist meine Angst fort. Sofort sammelt sich leichte Wut und Trauer in mir. Ich will sogleich wieder umdrehen, doch da blickt er von seinen Akten auf und sieht mich abwartend an. Wortlos strecke ich ihm meine Hände entgegen, damit er die Platzwunden an den Knöcheln sieht. Er atmet hörbar aus, schließt die Akte und steht auf. Ruhig kommt er auf mich zu und besieht sich meine Hände. »Was hast du gemacht?« fragt er mich kalt. Ohne einen richtigen Grund zu haben, beginnt es in mir zu ticken. Ein Baum verprügelt. Mit hochgezogener Augenbraue mustert er mich. Bei diesem Blick tickt es schneller. »Wieso bist du nicht direkt hergekommen?« fragt er weiter und öffnet eine Schublade. Ich beobachte ihn schweigend. Wieso wirkt er, egal was er macht, so unerreichbar, so arrogant? Mit Verbandszeug kommt er zurück zu mir. Ich habe es vergessen, meine ich etwas gereizt und wende meinen Blick von ihm ab. Vergessen? Fragt er skeptisch und mit leichtem Spott in der Stimme nach. Ich nicke nur knapp. Ich spüre eine leichte Wärme in meinen Wangen. Eine Zeit lang schweigen wir. Er ist ganz bei meinen Händen, während ich ihn dabei aus dem Augenwinkel beobachte. Manchmal bilde ich mir ein, dass diese kalten, stechenden grauen Augen liebevoll und fürsorglich wirken. »Wieso hast du geweint?« fragt er emotionslos nach, während er meine Hände versorgt. Meine Wut verschwindet auf einen Schlag und macht Platz für Verletzlichkeit. Der Halbgott bemerkt, dass meine Anspannung sinkt und ich betrübt zur Seite schiele. Er fasst unter mein Kinn und sieht mir in die Augen. Dieses Eisgrau ist irgendwie hypnotisierend, stelle ich atemlos fest. »Wieso?« wiederholt er mit sanfter Stimme. Ich verspüre mit einmal das Verlangen, ihm alles zu erzählen. Diesem arroganten, herzlosen und unerreichbaren Arsch alles zu erzählen. Wieso ihm? Sashi und Beppo sind um einiges netter. Warum ihm? beginne ich, bekomme jedoch nicht mehr raus. Meine Stimme bricht und meine Augen beginnen erneut zu tränen. Bilder von dem großgewachsenen Mann tauchen vor meinem inneren Auge auf, sein breites Grinsen und seine manipulativen Worte, die ich als wahr erachtet hatte. Ich bekomme es nicht über die Lippen. Es tut so sehr weh. Ich setze erneut an, diesmal um ihm eine andere Sache aus meinem Leben zu erzählen. Der Kapitän. Plötzlich klopft es an der Tür. Ich schrecke hoch und entferne mich von Trafalgar. Pinguin taucht im Türspalt auf, zuckt jedoch stark zusammen, als er Trafalgars Blick bemerkt. Die tödliche Vernichtung in Person. Hey Süße, Sashi wartet auf dich, erklärt Pinguin kleinlaut. Ich spüre eine beängstigende Aura, weswegen ich rückwärts zur Tür schreite. Ich muss meinen Aufgaben nachkommen, meine ich nervös und renne mit Pinguin aus dem Raum. Oh Mann, was war das für ein Blick? In der Küche angekommen, helfe ich Sashi beim Kochen, während Pinguin seinen eigenen Aufgaben nachgeht. Die Stille ist mir unangenehm. Sashi-kun, beginne ich unüberlegt. Mein Gesprächspartner sieht zu mir rüber. Was passiert mit mir, wenn ich gesund bin? Rede ich einfach drauf los. Er überlegt, doch ich lasse ihn nicht zu Wort kommen. Will ich meine Gedanken schon die ganze Zeit jemandem mitteilen. Ich meine, ich habe Herrn Trafalgar gesagt, ich will danach auf einer Insel rausgelassen werden. Aber ich will doch gar nicht. Ich drehe mich zu Sashi um, der mir gespannt lauscht. Ich hab dich und die anderen vom Trio doch so lieb. Ich will einerseits bei euch bleiben und andererseits nicht bei Trafalgar. Ich spüre Tränen meinen Wangen runterlaufen, welche ich schnell grob mit meinen bandagierten Handrücken wegwische. Sashi ist binnen Sekunden bei mir und nimmt mich in den Arm. Er hebt mich hoch, setzt sich auf den Boden und mich auf seinen Schoß. Ist ja gut, Kleine. Du musst mit ihm darüber sprechen, meinte liebevoll und legt eine Hand auf meinen Hinterkopf. Er ist für mich wie... Ich schniefe einmal, wische mir erneut übers Gesicht und strahle ihn an. Du bist wie ein Bruder für mich, lächle ich ihn ehrlich an und denke dabei an die Worte meiner Mutter. Du wirst irgendwann Leute kennenlernen, die wie eine Familie für dich sein werden. Nicht wirklich verwandt, aber doch heilig und schön. Sein Mund klappt auf und die Röte sammelt sich in seinen Wangen. Also bin nicht immer ich diejenige, die tot wird, grinse ich in mich hinein. Hör mal, Kleines, wenn du willst, kann ich das für dich sein, also, erwidert er stotternd.
Schnell unterbreche ich das unangenehme Gestammel von Sashi. Und so bin ich immer? Ist ja furchtbar. Gerne, Nichan, strahle ich zu ihm hoch. Wieder klappt sein Mund auf. Er weicht mein aufrichtigem Lächeln aus und verdeckt mit seinen Armen peinlich berührt sein rotes Gesicht. Schnell hat er sich gefangen und strahlt zurück. Gut, dann Imoto-chan. Gedankenverloren stehe ich von seinem Schoß auf, helfe dem Rotschopf auf die Beine und fahre mit dem Kochen fort. Einen großen Bruder? Geht der Wunsch nach Freunde, Familie und Liebe doch noch in Erfüllung? Liebe. Bei dem Punkt legt sich eine dunkle Bitternis auf meiner Zunge und ich habe große Mühe, die Gedanken und Bilder erneut zu verdrängen.